Ich war schon immer ein extremer Mensch. Das zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden. Ich war halt eben ein dummgesoffener Dorfnazi. Jeden Tag von morgens bis abends nur zu hassen, das kann kein gutes Leben sein. Für niemanden. Mit meinem heutigen Ich versuche ich, eine gewisse Form der Wiedergutmachung zu leisten, weil ich ja wirklich viel Scheiße gebaut habe und Leid über andere Menschen auch gebracht habe. Früher war Markus Gärtner Teil der rechtsextremen Szene. Heute betreibt er einen Lebenshof für Tiere im Hunsrück. Wir haben hier so um die 120 Tiere. Es ist ja meistens so, dass Menschen an uns herangetreten sind, die zum Teil in Notlage geraten sind oder Tiere auch einfach loswerden wollten und bei uns hier angefragt hatten, ob wir... Ja, ist ja gut. Ja, oh. So. Ob wir uns den Tieren annehmen können. Ich war jetzt in meinem Leben nicht unbedingt der Mensch, der oft oder grundsätzlich immer die Birne eingeschalten hat und dann das Herz, sondern bei mir war meistens eher so das Herz an erster Stelle. Ich sage auch immer, ansonsten hätten wir das hier nicht gemacht. Mit Unterstützung von Mutter Maria und einer Mitarbeiterin kümmert sich Markus Gärtner um die 120 Tiere. Mehr geht nicht. Seit Jahren herrscht auf dem Hof Aufnahmestopp. Schweine stehen auch schon parat. Ja, okay. Ja, guten Morgen. Ist auch ein ganz besonderer Kollege für mich hier, der Norbert. So hat er jetzt mit Menschen nicht unbedingt viel am Hut. Du hast dann aber schon gemerkt, wie er dann nach und nach das auch trotzdem genießen tut. Ja. Wenn du mal hingehst und, wie ich jetzt gerade halt eben mache, ihm halt eben mal die Rummel kraulst, ja, dann hört er sofort auf zu kauen. Ne? Und da hängt er dann da. Geil. Meine Mutter und ich, wir hatten schon immer so ein bisschen den Traum, sowas mal gemeinsam machen zu können. So, Achtung, jetzt geht's wieder los mit der Pfeiferei. Maria Gärtner hat den Hof vor 6 Jahren gekauft. Er hatte viele Tiere und ich hatte auch immer viele Tiere. Und da haben wir immer mal gesagt, ja, wenn wir Geld haben, dann gucken wir mal, dass wir einen Bauernhof kriegen. Wie ich dann zuerst mal hier reingekommen bin und wir gewusst haben, dass wir hier diesen Lebenshof gründen wollen, habe ich so mein Privatleben da draußen vor dem Tor gelassen. Ja. Also es war dann schon klar, dass das halt eben mein Lebensinhalt sein wird oder sein muss. Ich hatte auch schon immer einen besonderen Bezug zu meiner Mutter. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Gerade so mit meiner Vergangenheit. Meine Mutter, die hat mich nie hängen lassen. Ja, so egal was gewesen ist, ja, und auch egal wie ich gewesen bin. Das ist Markus vor über 20 Jahren. Auf seinem Shirt ein Hakenkreuz. Ich war halt eben ein dummgesoffener Dorfnazi. Das war die schlimmste und dunkelste Zeit in meinem ganzen Leben, für die ich auch niemanden verantwortlich machen kann, außer mich selber. Jeden Tag von morgens bis abends nur zu hassen, das kann kein gutes Leben sein. Für niemanden. Ich konnte also noch nie irgendwas normal machen. Ob das damals Drogen, Alkohol gewesen ist, Tätowieren, das war halt eben schon immer extrem. Ich kann auch offen und ehrlich sagen, in der Zeit, in dem Alter, ich war auch als Heranwachsender schon ein Wichser. Ich musste schon immer aus der Rolle fallen, ich musste schon immer auffallen. Dieses Erscheinungsbild war mir auch immer irgendwo wichtig, ja, weil ich dann, hey Eddie, hör auf. Weil ich dann halt eben auch so wie der Eddie, der hat auch immer ein hartes Erscheinungsbild. Über Bekannte kommt Markus während der Schulzeit mit der rechtsextremen Szene in Kontakt. Was mich am meisten halt eben so mit auf diesen Weg gebracht hat, war halt eben so die Musik. Die peitscht dich halt eben zum einen auf, wenn du eh schon so ein bisschen so ein aufbrausender Typ bist. Ja, und dann ist das natürlich so... Die Abgründe, die sich da mit dieser Musik auftun und was die mit Menschen anrichten können, ja, die sind für Menschen, die ein bisschen was im Grips haben, wahrscheinlich nicht greifbar. Tatsächlich hatte ich auch damals Platten besessen, die so ganz einfallsreiche Namen hatten wie Juice Lauder und so eine Scheiße. Ja. Zum damaligen Zeitpunkt war mir nicht wirklich klar, was ich da singe und was ich hier propagiere. In dem Moment glaubst du, dass es dir Kraft gibt, dass es dir ein Ziel im Leben gibt. Das ist ekelhaft.
Ich habe ja gedacht, bis jetzt, der wird keine 20. Irgendwann schmeißen sie mir in den Hof und er ist totgeprügelt oder was weiß ich. Er hat alle Menschen gehasst, außer mir natürlich. Ging auch immer auf Ausländer los. Oder oft, nicht immer, aber oft. Erst schön einen hinter die Binde gegossen und dann einen Streit angefangen. Ne? Schade drum, ne? Und grundsätzlich habe ich mir so meine ganze Kindheit und Jugend versaut. Ne? Also ich hatte kein Leben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch viel Selbsthass dabei war. Ne? Also ich gehe schon davon aus, dass ich mit mir selbst, mit meinem Leben auch schwer unzufrieden war. Das war schon schlimm. Also die Zeit wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Das kann ich auch nur jedem Menschen sagen, der das hier vielleicht sieht. Hass ist kein guter Begleiter. 100%ig verzeihen, was ich damals gemacht habe und gesagt habe und gelebt habe, kann ich mir selbst nicht. Ja. Markus wird wegen mehrerer Straftaten angeklagt, darunter gefährliche und schwere Körperverletzung. Den Ausstieg für mich, den gab es halt eben, wie ich dann auch mit dem Saufen aufgehört habe. Das war halt eben schon so irgendwo so ein bisschen der Wendepunkt. Vielleicht hat das alles erst passieren müssen, vielleicht habe ich den ganzen Dreck erst fressen müssen, um den Menschen, der ich heute bin, aus mir zu machen. Es ist mir grundsätzlich auch relativ wichtig, mich da heutzutage auch dementsprechend zu positionieren, dass Hass, Hetze und Menschen ausgrenzen halt eben keine Option sein kann. Ich bin froh drum, dass es sich so entwickelt hat, dass er vor allen Dingen sehr gut zu den Tieren ist. Der liegt ja bei Eberhard und Fridolin. Da habe ich mich bis heute noch nicht reingetraut, weil die sind mir einfach zu groß. Also Lebenshof für Tiere macht man meiner Meinung nach aus Idealismus, weil man Tiere liebt. Ja, deswegen nimmt man halt eben auch diese ganzen, wie soll ich schon sagen, Nachteile, die man dann auch im Leben hat, die nimmt man dann halt eben auch in Kauf. Hier ist ja kein Weiterkommen. Ne? Also ich verdiene kein Geld. Das ist alles spendenbasiert hier. Schon allein das ist ja halt eben immer schon eine riesen Herausforderung. Wenn dann die Tiere noch was haben und so, ja, irgendwie mit Krankheit, diese ganzen Momente dann halt eben auch zu verkraften, ja, das ist dann natürlich auch nicht immer ganz einfach. Ne? Aber solche Momente wie jetzt gleichen das dann auch schon wieder aus. Ne? Also wenn der Dappschädel hier jetzt kommt da und die ganze Zeit an einem rumschnuffelt und du dann auch mal mit denen einfach nur schmusen kannst, unter der Voraussetzung, dass du keine Karotten im Beutel vorne drin hast, die er nämlich jetzt gerade gerochen hat. Mit jedem Leben, das du hier dann irgendwann begleitet hast und bestmöglich betreut hast, für die hast du alles erreicht. Ne? Für die hast du alles gegeben, hast du alles getan. Man hat auch keine Wahl. Ja, es muss weitergehen. Also, du kannst den Tieren jetzt nicht sagen, oh, ne, ich habe die Hoffnung verloren, ne, ihr kriegt heute nichts zu fressen und so. Ne, das ist nicht. Diesen Weg irgendwann mal eingeschlagen zu haben, war die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist so ein bisschen zu dem ganzen Krieg und Kampf, den ich eigentlich immer schon geführt habe, mit der ganzen Welt und mit mir selbst, ist das so ein Fünkchen Frieden für mich.